Der Eberle-Stock Destroyer. Reichen 70 Liter für einen Fluchtrucksack? Moin! Der zweite im Bunde von den Rucksäcken, die wir jetzt gerade vorstellen. Der erste war ja das neue BW Rucksacksystem. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Jetzt kommt der Eberle-Stock mit doch weitaus weniger Volumen, nämlich 70 Liter. Wir wollen diese Rucksäcke dann noch mal testen, ob sie sich als Fluchtrucksäcke eignen, ob wir alles unterkriegen und wie sie sich dann schlagen. Der Rucksack ist als Mehrtagesrucksack konzipiert, also für Einsätze und Missionen bis zu einer Woche. Würde sich dementsprechend auch als sogenannter Bug-Out-Bag, eben also Fluchtrucksack, eignen. Was er aber noch alles für Funktionen mitbringt und ob wir viele Features haben, um zusätzliche Ausrüstung unterzukriegen, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Aufgeteilt ist der Rucksack erstmal in einem großen Hauptfach und einem geräumigen Stiefelfach. Dazu haben wir natürlich das obligatorische Deckelfach und er ist wieder so konzipiert, dass er als Top- sowie Frontloader genutzt werden kann und ich damit doch ganz guten Zugriff auf meine Ausrüstung habe. Gehen wir, was die Taschenkonfiguration angeht, gleich nochmal einen Schritt weiter. Wir haben hier an den Seiten jeweils nochmal zwei Einschubtaschen für Trinkflasche etc. Und hinter diesen Einschubtaschen, wie man das bei manchen anderen Eberle-Stock-Rucksäcken auch schon kennt, nochmal ein tiefes Fach, was bis hierhin durchgeht, um auch zum Beispiel Stative etc. mitführen zu können. Schauen wir uns die Taschenkonfiguration nun aber nochmal im Detail an. Wie also schon gesagt, habt ihr hier einmal die Möglichkeit, von oben auf euren Inhalt zuzugreifen. Gesichert natürlich mit einem Kordelzug. Und gleichzeitig kommt ihr aber auch von der Front über dieses Zwei-Wege-Reißverschlusssystem an eure Ausrüstung. Im Inneren haben wir hier nochmal sehr schön Kompressionsriemen, um die Ausrüstung zu fixieren. Dabei nochmal eine Netztrennwand, um eine bessere Ordnung zu haben. Und an den Seiten auch nochmal zwei Einschubfächer, also wieder Eberle-Stock typisch, bessere Organisation im Rucksackinneren. Hier unten befindet sich die Trennwand zum Stiefelfach darunter. Auch hier kann die wieder geöffnet werden, um das Rucksackvolumen auf ein Maximum zu vergrößern, wenn man das gerne möchte. Oder auch, um zum Beispiel von unten dann an die Ausrüstung heranzukommen, die sich am Boden des Hauptfaches befindet. Das Stiefelfach selber auch wieder ein Zwei-Wege-Reißverschluss und ist, wie wir sehen können, groß genug, um wirklich ein paar hohe Stiefel aufzunehmen. Unnötig zu erwähnen, ihr seht das ja hier und auch Eberle-Stock typisch, sind alle Reißverschlüsse wieder mit Zughilfen versehen, sodass ihr diese auch mit Handschuhen bedienen könnt. Der fest vernähte Deckel sitzt im Inneren auch wieder ein Reißverschluss gesichertes Einschubfach. Dazu aber auch rückwärtig zu öffnen, nochmal von außen ein weiteres großes Einschubfach in der ganzen Deckelfläche. An den Seiten befinden sich hier nochmal diese mit Kordelzügen komprimierbaren Fächer, eben für Trinkflaschen etc. Und hier hat Eberle-Stock gleich zwei verbaut, um so den gesamten Platz des Rucksacks ausnutzen zu können. Wie wir das auch schon von anderen Eberle-Stock-Rucksäcken kennen, gibt es hier nochmal ein weiteres sehr tiefes Einschubfach an der Seite unter dieser Tasche mit einer zusätzlichen Schlaufensicherung und Clip. Hier könntet ihr zum Beispiel auch ein Trinksystem unterbringen und dort sichern. Und wo wir gerade bei Trinksystemen sind, am Rücken gibt es auch nochmal 3 Öffnungen, um hier den Trinkschlauch durchzuführen. Denn wie wir ja vorhin gesehen haben, gibt es auf dem Rückenfach nochmal die Möglichkeit, auch eine Trinkblase einzusetzen. Das war auch schon die Taschenkonfiguration des Rucksacks. Zusätzlich könnt ihr an den D-Ringen, die strategisch am Rucksack verteilt sind, noch Dinge befestigen oder auch auf der Front bei den dünneren Schlaufbändern über ein Mollesystem noch zusätzliche Taschen aufschlaufen. Weiterhin besitzt der Rucksack auch am Boden nochmal Schlaufen und zusätzlich diese Kompressionsriemen hier, die ihr verstellen könnt, um beispielsweise unter dem Boden nochmal eure Isomatte, euer Tarp oder Zelt zu befestigen, damit ihr das nicht im Rucksack habt. Und hier könnt ihr natürlich auch
das Schlaufband nutzen, um zum Beispiel den Durchmesser zu verkleinern. Dasselbe System befindet sich auch nochmal oben auf dem Deckel. Hier habt ihr auch wieder 2 Kompressionsriemen und könnt somit auch oben auf dem Deckel wiederum eine Isomatte etc. unterbringen. Also was weiß ich, unten halt zum Beispiel euer Zelt und oben drauf dann eure Isomatte. Sehr gut ist auch nochmal dieser zusätzliche Kompressionsriemen auf der Front. Auch wieder erweiterbar, seht ihr schon. Und praktisch nochmal bis auf die doppelte Größe. In diesem Fall auch wieder könntet ihr vorne, was ihr aufschlauft, nochmal zusätzlich komprimieren, dass es nicht zu sehr wackelt. Oder auch hier nochmal was zwischensetzen, was ihr noch mitführen wollt. Vielleicht den Schlafsack, um ihn dann hier komprimiert nochmal am Rucksack zu haben. Solltet ihr den Rucksack für Wandertouren zum Beispiel benutzen oder ihr seid ein Fotograf und habt euer Stativ mit, hat Eberle Stock beim Destroyer hier nochmal ein Zugband versehen, ein Kompressionsriemen und dahinter eine Verstärkung, dass ihr keinen Abrieb auf dem Rucksack habt, der leicht gummiert, um dann hier zum Beispiel in der Außentasche noch etwas unterzubringen und zu befestigen. Was dem Destroyer jetzt an Außentaschen fehlt, die ein Crusader vom Berghaus oder das neue Rucksacksystem von Sneagle für die Bundeswehr mit sich bringen, macht er dann durch zusätzliche Einschubtaschen und die ganzen Kompressionsriemen wett. Wirklich beurteilen können, ob das Ganze reicht, werden wir dann natürlich in dem kommenden Video über Fluchtrucksäcke und da schauen wir mal, ob eben diese ganzen Kompressionsriemen etc. ausreichen, um alle Ausrüstung unterzubringen oder ob wir dann doch auf die zusätzlichen Taschen angewiesen sind. Wenden wir uns nun dem Tragesystem zu. Typisch Eberle Stock kann das Tragesystem eurer Körpergröße angepasst werden, indem ihr das hier über die Schlaufen versetzt. Das hatten wir schon in einem Vorgängervideo gezeigt. Klickt da ruhig mal drauf, dann seht ihr das ausführlich. Natürlich kann auch hier das ganze Gurtsystem an eure Körpergröße eingestellt werden und auch der Hüftgurt kann natürlich angepasst werden, wahlweise sogar durch einen Battlebelt ersetzt. Und zusätzlich sehen wir, dass auch hier die ganzen Sachen wieder stark gepolstert sind, sodass ihr auch einen gewissen Abstand auf dem Rücken habt. Hier seht ihr Luftkanäle, damit ihr nicht zu sehr schwitzt auf dem Rücken beim Tragen. Aber das ist alles wieder Eberle Stock typisch. Die Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung an eurem Rücken wird hier auch nochmal durch ein Netzgewebe unterstützt, was zwischen den beiden Polsterungen mit eingelassen ist. Was bei Rucksäcken generell nicht verkehrt ist, aber bei 60 plus Liter Rucksäcken eigentlich unabdingbar ist, sind zusätzliche Tragegriffe, um ihn mal einfach wegheben zu können. Da sind gepolsterte Tragegriffe am Top und an beiden Seiten vorhanden, sodass hier keine Wünsche offen bleiben, was das Bewegen des Rucksacks angeht. Ja, das war der Eberle Stock Destroyer. Was meint ihr? Ist der für einen Fluchtrucksack nutzbar? Reicht das Volumen und die Taschenkonfiguration, die er hat? Oder denkt ihr dann eher, nein, das sollte schon eher 80, 90 Liter haben und ihr braucht auch nochmal vielleicht einen Deckel, den ihr abnehmen könnt, um ihn dann als kleinen Daypack mit euch führen zu können? Ja, schreibt das mal in die Kommentare, würde uns interessieren. Wir werden das bald testen und ein Video drüber machen. Und bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss und wir sehen uns dann wieder.